Also, ich möchte noch was sagen, nur kurz am Rand erwähnt. Die andere Person hat schon über mich einen falschen IQ-Test gebracht und hat gesagt, er hat Niedriges IQ. Und da ist rausgekommen, dass er gefälschter IQ-Test hat, aber dann gesagt, das ist eine gute Informationsquelle. Und da hat er sich selber dann entschuldigt und hat gesagt, oh ja, da bin ich selber von Leim gegangen. Also wenn die Informationsquelle von der anderen Person so schlecht ist, dass so Fehlinformationen in der Vergangenheit rausgehauen worden sind, wie glaubhaft ist die Informationsquelle zu der Person? Da gibt es über 10.000 chinesische Schriftzeugen, es gibt auch Schriftzeugen, die sind fast authentisch. Gibt zwei unterschiedliche Schriftzeichen, die sind fast aber authentisch. Wenn das einer studiert hat, geht das auseinanderhalten. Und von daher, es ist nicht wirklich eine glaubhafte Quelle, die andere Person. Für mich ist das Thema damit zu Ende. Aber ich möchte noch einen Kanal quasi anbieten, der richtig top ist. Filmonkel, ein richtig cooler Dude, der quasi richtig krasse Filme vorstellt, der auch wirklich Ahnung von dem Element hat und auch wirklich unterhaltsam ist mit seinem Humor. Ich feiere den Menschen, ich feiere ihm seinen Kanal und hat auch richtig gute Filme, die man eigentlich so in andere Kanäle nicht kriegt. Wie Xaver, der Außerirdische, der ein Film aus Bayern ist, wo es um einen Außerirdischen geht, so ein Comedy-Film. Und den hat mir auch mal mein Freund mal empfohlen. Den haben wir leider nicht schauen können, den möchte ich mir auch mal gönnen. Das soll in Bayern so gefeiert sein. Und dann gibt es ja lauter so Kuriositäten, der Filmonkel vorstellt. Und der hat wirklich Charisma und der bietet auch von sich aus was. Ja, das ist keiner, der negativ nach andere guckt, sondern er spricht über Filme, er geht auf Filmbörsen, er geht auf Flohmarkt, er trifft sich auch mit anderen Leuten. Und die Art, wie der die Filme vorstellt, da kann ich stundenlang zuhören, ja, weil der das auch mit einer sehr lustig unterhaltsamen Art macht. Und den Filmonkel kann ich nur empfehlen. Und vor allem halt auch, weil er sehr viel Informatives gibt, ohne zu viel vom Film zu erzählen. Und auch wirklich auch unterschiedliche Filme vorstellen. Nicht nur Horrorfilme, sondern auch Sledgehammer, das war ja so aus den 90er. Bin ich gerade Teenager geworden, vom Kind zum langsam erwachsen worden. Und da habe ich Sledgehammer so gefeiert. Das war ja so 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 richtig Comedy, gell? So Police Comedy, der war lustig. Und also Filmonkel kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr schaut mal rein, lasst ein Abo da, nicht ein Kommentar, ein Like, und der hat auch, ja, das ist quasi ein spektakulärer Kanal, ein cooler Typ und auch quasi so Urgestein der Filmsammelszene im YouTube, ja, im Netz. Also, ich wünsche euch was, liebe Freunde. Haut rein!